Wir wollen sprechen über Scripting, Lua Scripting. Und ich habe jetzt mal einen kleinen Mod vorbereitet, eben diesen Blitzer-Anhänger. Zunächst zu meiner Position im Unternehmen. Ich bin Manuel Leitner, 36 Jahre aus Bamberg. Bin Lead Gameplay Programmer, bin Producer fürs Gameplay und eben seit 2015 auch Branch Manager in Erlangen. Habe das Büro mit 48 Leuten bei mir in Erlangen und bin eigentlich hauptverantwortlich für alles, was Scripting angeht, Oberflächen, Fahrzeuge, Placeables etc. Was wir heute anschauen wollen, ist die Integration des Scripting von so einem Blitzer-Anhänger. Dafür schauen wir uns erst das Space Setup an, das heißt, wie bauen wir unseren Mod auf. Danach, wie erkennen wir Objekte, wie bauen wir eine Spezie auf, wie lesen wir die Config, wie machen wir tatsächlich die Detektion der Geschwindigkeitsüberschreitung und wie bauen wir noch Visuals ein, also Grafiken, Blitzer, den Sound und am Schluss, wie synchronisieren wir das Ganze übers Netzwerk. Space Setup. Hier sieht man ein Bild, wie wir unsere Mods und DLCs strukturieren. Das heißt, wir haben einen Hauptordner vom Mod und in dem Ordner gibt es im Normalfall 5 Subordner. Wenn eine Map dabei ist, noch einen 6. Aber Fahrzeugmods sind normal genau in diesem Schema aufgebaut. Wir haben einen L10N-Ordner, das ist ein Ordner, in dem alle XML-Files für die Lokalisierung drin sind. Das heißt, da sind die ganzen Sprachdateien drin. Wir haben einen Skript-Ordner, in dem alle Skripte enthalten sind. Shader, die ganzen Shader, Custom-Shader, wenn ich irgendwas Neues bauen möchte, um eben irgendeinen Effekt schöner darzustellen. Den Sound-Ordner für die Sounds und den Vehicle-Ordner. Im Vehicle-Ordner, wenn es sich um ein Fahrzeug handelt, ist dort direkt das Fahrzeug drin. Wenn wir mehrere Fahrzeuge haben vom selben Hersteller, haben wir Unterordner mit jeweils Fahrzeugen. Und wenn wir mehrere Brands haben, dann haben wir noch einen Zwischenordner mit den verschiedenen Brands, damit es eben schöner strukturiert ist. Und dann haben wir die 2 wichtigen Files noch, einmal das Icon für den Store, beziehungsweise für die Mod-Selektion und eben die Mod-Desk. Und die Mod-Desk ist mit Sicherheit das Wichtigste, weil es ist der Einstiegspunkt in unseren Mod. Wir haben ja so eine Standard-Mod-Desk-Datei. Das heißt, unser Spiel schaut sich den Mod-Ordner an, sucht in jedem Ordner nach dieser Mod-Desk und versucht dann diesen Mod zu laden. In der Zeile 3 definieren wir das Hauptelement der Mod-Desk und eben diese Desk-Version. Und diese Desk-Version definiert einfach das minimale Feature-Set, das dieser Mod braucht. Das heißt, wenn ich einen Standard-Traktor habe, dann reicht hier die Mod-Desk-Version, ich glaube 60 ist für FS22 und es würde funktionieren. Im ModHub haben wir die Regel, dass es immer die aktuellste Desk-Version sein muss. Muss es eigentlich, aber wir legen es halt so fest, dass jeder Mod, der released wird, immer auf der neuesten Desk-Version ist, damit wir wissen, dass alles tatsächlich auch funktioniert. Dann haben wir verschiedene Felder für den Autor, in dem Fall Giant Software, die Version des Mods, ob der Mod Multiplayer fähig ist. Das ist eigentlich so ein Fake-Attribut, weil es sagt eigentlich nichts aus. Das Einzige, wofür wir intern dieses Element benutzen, ist, ob der Mod in der Mod-Selektion vorhanden ist, wenn wir ein Multiplayer-Spiel starten. Das heißt, der kann komplett nicht Multiplayer-tauglich sein, aber wenn es auf True ist, dann wird er auf jeden Fall angezeigt. Deswegen ist es eher so ein Fake-Attribut. Dann haben wir das Icon, den Icon-File-Name eben für die Anzeige der Mod-Selektion, wie der Mod ausschauen soll, das Titelement für den Mod-Namen, eine Description und ein Store-Item, um eben das Fahrzeug zu laden und im Store anzuzeigen. Und ganz unten haben wir eine Referenzierung auf diese Loca-Files, damit er weiß, welche Loca-Strings er laden soll. Und eben in diesem Loca-Ordner, in diesem L10N-Ordner haben wir eben für jede Sprache eine XML, die fängt mit L10N an und mit Unterstrich EN, das ist dieser Postfix, dieses Kürzel für die jeweilige Sprache, zum Beispiel für Deutsch wäre es DE, für Spanisch ES, für Französisch FR etc. Da haben wir eben im Normalfall 24 Files für die jeweiligen Sprachen. Dann kommen wir zu unserem Fahrzeug, also zu unserer Geometrie. Die liegt bei uns in dem Vehicle-Ordner. Da gibt es eben diesen Speed Trap Trailer i3D. Ich habe mich da wahnsinnig angestrengt, um dieses wunderhübsche Fahrzeug zu bauen. Ich habe den Einachser-Trailer genommen aus dem Basisspiel, habe alles runtergerupft und habe diesen sehr schönen Kasten oben drauf gebaut. Das normale Setting ist eigentlich identisch wie bei diesem Kipper. Das Einzige, was ich hinzugefügt habe, ist diese Transform Group. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, da wo es selektiert ist. Speed Trap Trailer. Und da ist eben unten drunter eine Transform Group für den Raycast. Das heißt, später, wenn wir die Detektion des Fahrzeugs machen, schießen wir von diesem Punkt entlang der blauen Achse, das man hier rechts sieht, ist die Z-Achse Raycasts.
Kommt aber erst später dazu. Deswegen ist dieser Punkt und die Orientierung dieser Achse auch so wichtig. Und eben noch diesen Flash, also diesen Stern, den man da sieht, dieses Blitzer-Icon. Dann fangen wir mit der XML an, also der Config für dieses Fahrzeug. Ich habe mal die ersten 2 Zeilen auf eine eigene Slide gemacht, weil ich weiß nicht, wie viele Leute es wissen. Kennt jemand das Feature der Schemas? Das haben wir mit FS22 eingeführt. Wir haben Schema Validation. Das heißt, wenn ihr bei eurem Mod oben in der ersten Zeile dieses XSI No Namespace Schema Location und dann diesen Pfad hier eingibt, dann bekommt ihr, wenn ihr zum Beispiel Notepad nutzt oder Visual Studio Code, könnt ihr in der XML das Tippen anfangen und er gibt euch eine komplette Autovervollständigung für alle XML-Attribute, die wir vom Basecamp anbieten, plus Dokumentation. Und wenn ihr bei diesem Pfad statt dem XSD hinten ein HTML hinmacht, dann könnt ihr es auch im Browser anschauen. Das ist eine Dokumentation mit allen unseren Basiselementen für die XML mit Dokumentation. Zumindest 95%. Das heißt, das könnte euch auf jeden Fall helfen, wenn ihr mal wissen wollt, für was ein XML-Attribut verfügbar ist oder wenn ihr irgendwas Spezielles einstellen wollt, wisst aber nicht, wie das Attribut heißt, könnt ihr einfach dort nachschauen. Wichtig bei der Config ist ebenfalls in der Zeile 2 Vehicle Type Base Vehicle, Base Attachable. Das sagt eben, okay, später, wenn wir das Fahrzeug laden, es wird ein Base Attachable sein. Vom Typ Base Attachable. Das bedeutet, es hat die Möglichkeit, Räder zu haben, es hat einen Attacher Joint, es kann einen Input Attacher Joint haben, das heißt, ich kann es irgendwo anhängen. Einfach so ein Basisset an Features, die dieses Fahrzeug haben soll. Der nächste Teil dieser Vehicle XML ist die Store Data. Das heißt, alles, was im Store angezeigt wird, wird genau hier definiert. Das heißt, der Name, Funktion, das ist eben dieser Hilfetext, den man im Shop oben rechts sieht. Das Icon, das angezeigt werden soll, der Preis, die Lifetime, das wird für die Wartungskosten benutzt. Die Brand, in dem Fall Lizard. Und die Kategorie, in der das eingeordnet wird. Und dann gibt es als letzten 2 Attribute noch dieses Shop Translation Offset und Shop Rotation Offset. Das wird hauptsächlich benutzt für die Positionierung im Shop. Das heißt, wenn zum Beispiel die Route Node vom Fahrzeug ein bisschen krumm ist, kann man das eben da noch ein bisschen justieren, damit es im Shop schöner angezeigt wird. Dann brauchen wir die Base-Daten. Das ist einmal der Typ, wird hier definiert, der im Hilfemenü oben angezeigt wird, zum Beispiel ja, Anhänger anhängen. Den Filename von der i3D, also wo ist unsere Geometrie vom Fahrzeug. Die Size wird benutzt, um den Platz, wenn ich das Fahrzeug kaufe, den Platz am Shop zu berechnen, der mindestens verfügbar sein muss, um dieses Fahrzeug dort zu platzieren. Die Components sind in unserem Fall das Shape auf der ersten Level, das heißt, wir haben ein Hauptcomponent. Wir könnten zum Beispiel bei einem Knicklenker hat man 2 Hauptkomponenten auf der ersten Ebene und muss dann eben hier bei den Components in Zeile 48 bis 50 eben noch einen zweiten Component hinzufügen und den Ganzen über den Joint verbinden. Das kann man sich bei einem Knicklenker, Case Quad Truck oder bei dem großen Grubber relativ schön anschauen und wie das funktioniert. In Zeile 48 definiert man eben die maximale Masse vom Fahrzeug und in Zeile 49 ganz am Ende die Masse des Components, in dem Fall 306 Kilo. Solver Iteration Count bedeutet in dem Fall 10, bedeutet unsere Physik Engine versucht, diesen Physik-Komponenten in mehreren Iterationen stabil zu bekommen. Das heißt, je höher der Wert, umso stabiler wird die Physik, hat aber den Nachteil, dass eben die Performance leidet. Das heißt, im Normalfall reichen da 10 für ein normales Fahrzeug, bei größeren Gruppern haben wir da auch mal 30 drinstehen. Zeile 53, Definition des Schema-Overlays, das ist genau das, was oben im Hilfemenü links angezeigt wird, welche Selektion man gerade von welchem Fahrzeug hat. Und in dem Fall im Implement, also ein Anbaugerät, das ist dieses schöne Viereck mit der abgerundeten Kante. Und in Zeile 56 definieren wir den Map-Hotspot, das heißt, wie soll das Fahrzeug auf der Minimap oder in der Ingame-Map angezeigt werden, in dem Fall vom Typ Trader, das heißt, da sieht man eben so einen kleinen Anhänger, damit man weiß, wo das Fahrzeug ist. Als nächstes definieren wir das i3D-Mapping. Das ist eine Neuerung, die wir mit 2019 angefangen haben. Vorher hatten wir eigentlich in der ganzen XML, wenn es um Referenzen auf das i3D-File ging, immer diese Nodes, zum Beispiel Zeile 60 ganz am Schluss, diese 0 mit diesem Pfeil. Und das ist super lästig, wenn man in der Hierarchie später was verschiebt.
Deswegen haben wir dieses i3D-Mapping eingeführt. Das heißt, wir wissen jetzt in der XML zu jeder Node einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel Zeile 67 Raycast Node. Das heißt, ich kann überall in dieser XML, wenn ich auf die Raycast, auf diese Transform-Code zugreifen will, kann ich einfach diesen Raycast-Node-Namen reinschreiben, anstatt diesen komischen lästigen Pfad mit 0, Klammer, 0, Pipe, 2, Pipe, 0, was super nervig ist. Deswegen haben wir dieses i3D-Mapping eingeführt und das macht es einfach sehr, sehr schön und vor allem leserlich, wenn man weiß, welche Node gerade benutzt wird. Unsere Exporter können das direkt aus Maya und Blender exportieren, das heißt, man kann es dann in Blender oder Maya setzen und der Exporter erstellt dann diesen Mapping-Table hier. Dann haben wir noch in Zeile 72 bis 75 das Foliage-Banding, das heißt, in diesen Areas wird das Foliage geknickt, wenn man über Gras oder Weizen drüber fährt. Zeile 78, 79, wie soll sich das Fahrzeug verhalten, wie wird es dreckig, wie nutzt es sich ab, wie schnell, mit welchem Beschleunigerfaktor etc. Da haben wir noch ganz viel Code für die Wheels, das habe ich einfach rüberkopiert von diesem Anhänger. Werden einfach verschiedene Reifenkonfigurationen definiert. Beim Filenamen gibt man eben die Config-File vom Reifen an und kann dann eben noch ein paar Änderungen machen für Inner Rim oder für die Physik etc. Und dann noch die letzten Attribute, die wir für unser Basisfahrzeug brauchen. Also wir brauchen einen Input-Attacher-Joint, der wird über Attachable-Spezi geladen. Bei uns ist es eben so, jede Spezi definiert genau ein Hauptelement. Also wir haben die Spezi Attachable, das heißt, alles, was in der Attachable Lure geladen wird, steht in diesem Attachable Element. Genauso für Animations oder AI. Und diese ganzen Elemente werden eben hier definiert. Also man gibt eine gewisse Breakforce an, man gibt den Input-Attacher, den Joint-Type und die Position davon an, die Animation für den Stützfuß und eben noch unten ein paar Kleinigkeiten für die AI. Also dieser Agent Attachment definiert einfach, wo wird das Fahrzeug angehangen, wo sind die Rotationszentren, wie breit das Fahrzeug ist, wie lang das Fahrzeug ist, damit eben unser KI-System, Abfahrhelfersystem weiß, welchen Winkel er nehmen muss, damit er in eine Kurve rumkommt und wie er mit dem Anhänger umgehen muss. Genau, das war unser Basisfahrzeug. Das heißt, wir haben bis jetzt ein Fahrzeug im Spiel, was funktioniert, was aber nahezu keine Funktionalität hat, außer Anhängen und Fahren. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen einen Blitzeranhänger bauen. Dazu müssen wir uns erstmal überlegen, wie wollen wir Objekte oder Fahrzeuge detektieren, ob sie denn zu schnell fahren. Gibt es zwei Möglichkeiten, um Physikobjekte zu detektieren. Das heißt einmal über Raycasts oder einmal über Triggers. Trigger ist einfach eine Kollisionsbox oder ein Shape. Im Normalfall ist es einfach eine Box. Der sage ich, hey, du bist ein Trigger, du hast eine Kollisionsmaske und wenn ein anderes Objekt da reinfährt, wird das erkannt und ich kriege im Skript einen Callback und sagt, hey, diese Node oder dieses Element ist hier gerade in den Trigger reingefahren. Raycast ist ein bisschen anders. Im Raycast ist so, man gibt einen Punkt an, man gibt eine Richtung an und eine Länge und diese Länge wird einfach ein Strahl gesendet und jedes Element oder jedes Physikobjekt, was dieser Strahl trifft, wird per Callback zurück ins Skript geliefert. Beide nutzen Kollisionsmasken für die Erkennung, kommen wir gleich noch dazu, und beide haben auch diese Script-Callbacks. Wir nutzen jetzt für diese Objekterkennung Raycasts, weil ist vielleicht die schlechtere Lösung. Also diese Trigger werden mit Sicherheit besser, aber um mal Raycasts zu erklären, wie sie funktionieren, wie man sie anwendet, habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal Raycasts, damit es ein bisschen klarer zu erkennen ist. In dem Bild sieht man, wie wir detektieren wollen. Das heißt, wir schießen in jedem Frame einen Raycast. Das heißt, jeder blaue Strich ist ein Raycast. Wir schießen die kreisförmig. Das heißt, wenn wir nur einen schießen würde, könnte es sein, dass der Raycast eventuell bei einem großen Traktor zu tief schießt und bei einem kleinen Traktor drüber schießt. Deswegen schießen wir im Kreis, um möglichst alle Fahrzeuge zu erkennen, die reinfahren. Ist für später wichtig. Dann kommen wir zu den Kollisionsmasken. Ich denke, viele wissen nicht wirklich, wie sie funktionieren. Sie kopieren sie aus den alten Fahrzeugen. Unser Physiksystem, Kollisionssystem, aber auch unser Rendering-Engine basiert auf Masken. Und man sieht hier auf dem Screenshot, man kann diese Kollisionsmaske aufmachen und hat hier 32 Bits, die man auswählen kann. Jeder Bit hat einen speziellen Task.
Prinzipiell ist es aber so, zwei Physikkörper kollidieren, wenn beide mindestens ein dieser Bits gleich haben. Zum Beispiel ein Objekt, was den Bit 12 gesetzt hat, kollidiert mit einem anderen Objekt, was auch den Bit 12 gesetzt hat. Das sieht man vielleicht hier noch ein bisschen besser. Ich habe hier mal zum Beispiel Bit 13 markiert im ersten Bild. Die beiden Objekte würden auf jeden Fall physikalisch kollidieren. Das unten drunter auch, weil 12 und 12. Auf der rechten Seite, dieses Setup würde auf keinen Fall eine Kollision generieren. Das heißt, wir würden weder einen Raycast-Callback bekommen, noch einen Strip-Callback. Wir haben uns bei den Kollisionsmasken darauf geeinigt, dass das die Bits sind. Das heißt, wenn ich alle unsere Fahrzeuge zum Beispiel haben Bit 13 aktiviert. Das heißt, wenn ich einen Trigger oder einen Raycast schieße gegen Bit 13, erwische ich auf jeden Fall alle Fahrzeuge, wenn sie in den Trigger reinfahren oder von dem Raycast getroffen werden. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass Bit 21 der Vehicle-Trigger ist. Das heißt, alle unsere Trigger, die Vehicles erkennen sollen, haben 21 gesetzt. Und so weiter. Fillable, zum Beispiel diese Exact Fill Root Node hat immer Bit 30 gesetzt. Das heißt, wenn wir Raycast vom Mähdrescher runterschießen mit Bit 30, treffen wir auf jeden Fall alle Exact Fill Root Nodes. Und so weiter. Ist manchmal ein bisschen komisch, weil theoretisch ist Bit 13 und Bit 21 gleich. Das heißt, wir könnten theoretisch den Trigger auch einfach mit Bit 13 setzen. Aber das ist aus der Vergangenheit eben so, dass wir das gesagt haben, okay, wir nutzen eben Bit 21 dafür, wenn wir einen Raycast schießen, dass wir wissen, okay, wir haben jetzt zwar ein Fahrzeug getroffen, aber es ist nicht das Fahrzeug, sondern es ist der Trigger. Um eben gewisse Sachen auszuschließen. Ja, wenn wir das alles wissen, dann können wir anfangen, eine Spezi zu bauen. Eine Spezi, also eine Spezialisierung, ein Feature-Element von einem Fahrzeug, bauen wir eben über unser Spezialisierungssystem. Wahnsinnig schwieriger Name. Ist eigentlich ein Plugin-System. Das heißt, wir haben eine Hauptklasse Vehikel und jedes Fahrzeug basiert auf dieser Vehikelklasse. Und über unser Typsystem können wir dieses Vehikelobjekt mit zusätzlichen Funktionen füttern. Zum Beispiel Attachable, damit es angehangen werden kann, Wheels, damit es Räder unterstützt oder in unserem Fall Speed Trap, damit es ein Blitzeranhänger wird. Was brauchen wir dafür? Wir haben einen Mod, das heißt, wir müssen als erstes in Zeile 1 den Modnamen lokal zwischenspeichern, weil diese Variable g_current_modname ist nur gesetzt während des Ladens genau dieses Mods. Das heißt, wenn der nächste Mod geladen wird, ist da ein anderer Wert drin. Das heißt, ich muss ihn mir lokal zwischenspeichern, damit ich ihn in Zeile 6 nutzen kann für unser Namespace. Zeile 9 bis 11 ist eine Funktion, die muss vorhanden sein, die definiert einfach, welche Voraussetzungen dieser Mod hat. Zum Beispiel bei einem Mähdrescher, sagen wir mal Combine zum Beispiel, würde hier drin stehen, dass er mindestens Fill Unit braucht, das heißt, dass der Mähdrescher gefüllt werden kann. Das heißt, im Skript später wird eben vorausgesetzt, dass eben diese Fill Unit Spezi vorhanden ist. Bei unserem Speedtrap Trailer, wir brauchen ja nichts, weil wir alles hier selber in der Spezi definieren, deswegen brauchen wir keine extra Voraussetzungen. Zeile 15 bis 22 definieren wir oder registrieren wir Event Listeners. Das sind Funktionen, die auf bestimmte Aktionen oder Gegebenheiten vom Basisskript reagieren. Das heißt, wenn das Fahrzeug geladen wird, es lädt als erstes die i3D. Wenn die i3D geladen ist, geht es weiter, dann gibt es ein Preload und irgendwann gibt es ein On-Load-Event. Und für genau dieses On-Load-Event registrieren wir uns, weil genau dann wollen wir die Config-Datei lesen. Ähnlich für das Delete, dieses On-Delete wird aufgerufen, wenn das Fahrzeug gelöscht wird und das On-Update-Event wird aufgerufen in jedem Frame. Und natürlich, wir wollen was machen, wenn was gelöscht wird, oder das Fahrzeug gelöscht wird, wir wollen was machen, wenn das Fahrzeug geladen wird und wir wollen vor allem Fahrzeuge detektieren, also brauchen wir auf jeden Fall ein On-Update, damit wir auch in jedem Frame checken können, ob jetzt gerade ein Auto vorbeigefahren ist oder ein Schlepper, der zu schnell fährt. Und dann wollen wir auch noch weitere eigene Funktionen definieren. Das geht über diese Register Function Funktion. Da können wir eben eigene Funktionen definieren, die in diesem globalen Vehicle Namespace registriert werden, damit sie von anderen Spezies eben später überschrieben werden können. Das machen wir zum Beispiel bei Fill Unit oder beim Grubber zum Beispiel, wo wir
in anderen Spezies Funktionen vom Grupper oder vom Mähdrescher zum Beispiel überschreiben. Dass zum Beispiel der Mähdrescher nicht gestartet werden kann, wenn er zugeklappt ist. Das heißt, die Foldable, also zum Zusammenklappen, die Spezies überschreibt die Funktion, aber ausgeklappt werden kann oder aber gestartet werden kann von der Turn-on-Vehicle-Spezies. Und dafür brauchen wir eben diese Register Functions, damit es in diesem globalen Namespace definiert wird, damit man es eben in anderen Spezies überschrieben werden kann oder überschreiben kann. Und dann haben wir in Zeile 32 bis 40 unsere Initialisierung der Spezies. Das heißt, wir können hier unser initiales oder globales Vehicle XML-Schema überschreiben oder erweitern. Und das sind eben die ersten paar Zeilen, die wir brauchen. Wir sagen, wir legen da ein neues Spezies-Type an vom Typ Speedtrap und den werden wir später im weiteren Verlauf dann noch ein bisschen füttern. Und dann habe ich hier noch ein paar, einfach diese Funktionen, die wir gerade registriert haben, einfach mal als Dummies hinzugefügt, damit das Skript überhaupt lädt. Funktionen kommen alle später. Jetzt haben wir ein State, wo wir sagen, das können wir im Spiel laden, das funktioniert schon, hat zwar keine Funktionalität, aber unser Basisskript im Basis-Setup funktioniert. Wichtig hier ist vielleicht, also hier oben, wir haben diese On-Load, die wir gerade registriert haben, die On-Delete haben wir registriert, im On-Update haben wir ebenfalls registriert. Wichtig ist Zeile 55, Raise Active. Es ist so, wir haben 2017 haben wir das System umgebaut. Früher war es so, jedes Fahrzeug oder jedes Objekt bei uns im Spiel wurde in jedem Frame aktualisiert. Nachdem unser Spiel immer komplizierter wird, haben wir gesagt, okay, wir nehmen Dirty Pattern. Das bedeutet, das Fahrzeug oder das Objekt muss sich aktiv für den nächsten Frame registrieren, damit es geupdatet wird. Und das machen wir eben hier mit diesem Raise Active. Das heißt, sobald wir das aufrufen, bedeutet es, im nächsten Frame muss dieses Fahrzeug wieder aktualisiert werden. Das rufen wir einfach jeden Frame auf, dann wird es auch jeden Frame aktualisiert. So, wir haben die Spezies gebaut, aber wir haben sie noch nicht verlinkt. Das heißt, was wir machen, wir müssen ein paar Zeilen der Moddesk adden. Einmal müssen wir unsere Spezies registrieren, das ist Zeile 3 bis 5. Da können wir eben verschiedene Spezialisierungen adden. In dem Fall verlinken wir auch unsere Lua-File. Und in Zeile 9 bis 12, 13, erzeugen wir einen neuen Vehicle-Type. In dem Fall Speedtrap-Trailer, der hat als Basis dieses Base-Attachable, was wir vorhin schon hier hatten, war ja unser altes System. Das heißt, das war unser Fahrzeug ohne Features. Wir wollen dieses Fahrzeug erweitern um Speedtrap, also erben wir direkt Parent von Base Attachable und erweitern das um diese Spezialisierung Speedtrap in Zeile 11. Und dann müssen wir natürlich in unserer Vehicle XML müssen wir den Type auch ändern, damit er auch dieses neue Feature-Set aktiviert für das Fahrzeug. Jetzt kommt, dass wir unser Basis-Setup fertig haben. Das heißt, wir können jetzt anfangen, unsere Config zu erweitern, Fahrzeug-Config erweitern, um eben neue Features einzubauen. Das erste, was man braucht, wir müssen unsere Config erweitern um dieses Speedtrap-Element. Wir sagen, okay, wir wollen Fahrzeuge blitzen, die schneller als 30 km/h fahren. Wir wollen 1.000 € Strafe und wir wollen eine Cooldown-Duration von 20 Sekunden. Und wir definieren die Position unseres Raycasts. Das heißt, wir haben diese Node, wir sagen, okay, der Raycast geht genau 35 Meter. Der Detection-Radius, das ist eben dieser Kreis, wo ich vorhin gesagt habe, 2 Meter. Also im Umkreis von 2 Meter schießen wir Raycasts. Und wir schießen genau 10 Raycasts, um diesen Kreis zu bilden. Das heißt, diese Elemente sind jetzt in der Vehicle-Config, aber im Skript können wir sie noch nicht lesen. Das heißt, wir müssen wieder zurück in unser Skript und gehen in die Zeilen der Initialisierung der Spezies. Das heißt, wir erweitern das XML-Schema und genau diese Elemente, die wir oben definiert haben. Das heißt, wir sagen unserem Schemasystem, okay, wenn du auf vehicle.speedtrap.raycast #node zugreifst, dann kommt da auf jeden Fall ein Node-Index zurück. Das wäre also, wenn man ein XML bei uns auslädt, haben wir so einen XML-Pfad. Das bedeutet, jedes Element, was mit Punkt getrennt wird, ist ein XML-Element. Das heißt, wir würden uns jetzt durch diesen XML-Baum hangeln, Vehicle, dann suchen wir das Speedtrap-Element, dann suchen wir im Speedtrap-Element oben das Raycast-Element und dann Raute Node ist eben dieses Attribut Node. Dann bekommen wir einen i3D-Mapping-Namen und unser System löst das auf und gibt uns die tatsächliche Node-ID dieses Elements zurück. Ähnlich funktioniert es mit den anderen Sachen, die ich hier nur definiert habe, nur eben mit anderen Typen. Also wir haben da Floats für Fließkommazahlen, wir haben
Ganzzahlen, Integer zum Beispiel. Und die werden eben hier definiert, damit wir dann später unsere Onload-Funktion erweitern können. Um eben dann hier zum Beispiel mit self.xml getValue auf genau diese Werte zuzugreifen. Wir haben zwei Möglichkeiten, auf XML-Werte zuzugreifen. Einmal, so wie es hier ist, mit self.xml-File getValue. Das System geht dann her, schaut sich diesen Pfad an, der als nächstes kommt, also Vehicle Speed Trap, Raycast Node, versucht das aufzulösen und weiß dann, hey, wir haben hier definiert, dieser Pfad gibt einen Node-Index zurück. Weiß dann, okay, da kommt ein Node-Index, das heißt, er muss das i3D-Mapping auflösen und gibt mir dann direkt die Raycast-Node zurück. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man das statt mit getValue mit getNodeIndex, glaube ich, aufruft oder getNode. Und der macht dasselbe, nur man muss halt explizit hier schon definieren, dass es eben was für ein Wert geladen werden soll. Ja, dann die nächsten Zeilen. Wir lesen einfach die ganzen Werte, die wir gerade definiert haben, aus. Interessant ist vielleicht noch die Position 11 oder die Zeile 11. Da haben wir einen Wert, wo wir uns den aktuellen Raycast-Index speichern. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir wollen 10 Raycasts schießen, aber die über 10 Frames verteilen. Das heißt, was wir später machen werden, ist, wir zählen jeden Frame, diesen Current Detection Sample Wert 1 nach oben und greifen dann auf den nächsten, die nächste Position zu und können dann eben in jedem Frame langsam eigentlich genau dieses System machen. Wir schießen und es ist eben auf mehrere Frames verteilt. Zeile 13 definieren wir unsere Collision Mask. Das heißt, wir wollen Bit 13, also dieses 2 hoch 13 wäre dann eben der Dezimalwert von Bit 13. In Zeile 15 haben wir einen Table für die ignorierten Fahrzeuge. Das heißt, in diesem Table werden wir später Fahrzeuge speichern, die wir geblitzt haben. Damit dann im Nachgang mit dieser Cooldown Duration die Fahrzeuge nicht in jedem Frame geblitzt werden, sondern erst wieder nach 20 Sekunden. Speed Detection. Wir haben gesagt, wir wissen, wie wir Fahrzeuge detektieren über Raycast. Wir haben unsere Settings, das heißt, das müssen wir jetzt eigentlich nur noch umsetzen in Code, um eben die Fahrzeuge zu erkennen. Was wir in unserer On-Update-Funktion hier machen ist, erstens brauchen wir das Ganze nur am Server, weil die Physik im Normalfall nur auf dem Server läuft. Auf dem Client haben wir nur Dummy-Physik und die wird nicht simuliert. Und wir wollen das Ganze nur machen, wenn das Fahrzeug nicht angehangen ist. Das heißt, man muss den Blitzeranhänger abstellen und dann funktioniert er erst. Was wir dann in Zeile 4 bis 7 machen, ist, wir schauen uns die Fahrzeuge an, die bereits geblitzt worden sind und schauen, wann sie geblitzt worden sind. Berechnen die Differenz zu der aktuellen Zeit und wenn die Zeit länger her ist als 20 Sekunden, dann löschen wir die Fahrzeuge raus. Das heißt, die können wieder im nächsten Frame geblitzt werden, beziehungsweise in diesem Frame. Zeile 9 bis 15 definiert die Raycasts, oder die Position des Raycasts und das Ziel des Raycasts. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir möchten von einem Punkt kreisförmig schießen. Das heißt, wir nehmen da Sinusfunktionen und Cosinusfunktionen, um eben die Position auf einem Kreis zu berechnen als Endpunkt des Raycasts. Und in Zeile 18 und 17 berechnen wir die lokale Translation in World Space. Das heißt, die Berechnung, die wir aktuell gemacht haben, ist alles im Local Space. Das bedeutet, ausgehend von der Position der Raycast-Node. Das heißt, wenn ich irgendwie 35 Meter nach hinten gehe, ist der Punkt vielleicht der Endpunkt hier. Wenn mein Fahrzeug jetzt aber zum Beispiel um 90 Grad versetzt ist es ja eben nicht hier, sondern hier. Das heißt, ich muss es von meinem lokalen Space in den World Space berechnen oder umrechnen. Dafür gibt es eben diese Local-to-World-Funktion, die eben genau das macht. Das heißt, sie nimmt 3 Werte in dem lokalen Space von Raycast-Node und berechnet die oder schiebt die in den World Space. Und dann kann ich mit der nächsten Funktion den Richtungsvektor normalisieren, damit es eben schöne Werte bekommt. Und dann kann ich in Zeile 20 einen Raycast schießen. Das heißt, ich habe eine Startposition, ich habe die Direction, gebe meine Callback-Funktion an, eine Distanz, wie lang der Raycast sein soll, die Kollisionsmaske und am Schluss noch False und True. Die stehen für, welche Objekte erkannt werden sollen. Also einmal dynamische Objekte oder kinematische Objekte.
Und genau, und diese Funktion liefert mir instant einen Callback, wenn sie was trifft. Kommen wir gleich dazu. Zeile 23 und 25, das was ich vorhin gesagt habe, nach jedem Frame zählen wir eben diesen Raycast-Counter 1 nach oben, damit eben die Berechnung in Zeile 11 bis 15 neue Endposition vom Raycast liefert. Das ist der Code von unserem Callback. Das heißt, wenn der Raycast tatsächlich trifft, bekommen wir als ersten Parameter eine sogenannte Hit-Actor-ID. Das ist eigentlich die Node-ID vom Physics-Shape vom Fahrzeug. Das heißt, wenn wir einen Traktor treffen, bekomme ich hier die Node-ID vom Hauptcomponent. Ich versuche, diese ID umzuwandeln in eine tatsächliche Vehicle-Referenz, also auf dieses tatsächliche Vehicle-Instanzobjekt. Dann schaue ich in Zeile 4, ob dieses Fahrzeug bereits geblitzt wurde in den letzten 20 Sekunden. Wenn nicht, weiß ich, okay, es ist ein Fahrzeug, was eventuell geblitzt werden kann. Ich schaue, ob es gerade gesteuert wird, ob es gerade fährt, ob jemand drin sitzt. Und dann hole ich mir mit Zeile 7 die letzte Geschwindigkeit von dem Fahrzeug. Wenn die größer ist als der Max-Speed, dann schaue ich in Zeile 11, welche Farm-ID dazu gehört. Und in Zeile 14 wird dann eben die Strafe ausbezahlt. Nicht ausbezahlt, aber abgezogen vom Kontostand. Und in Zeile 17 wird dieses Blitzerlicht aktiviert. Und in Zeile 20, ganz wichtig, speichere mir dieses Fahrzeug, was ich geblitzt habe, mit der aktuellen Zeit, damit ich dann in den nächsten Frames dieses Fahrzeug vom Blitzen ausschließen kann. Zeile 25 ist noch wichtig, Return True bedeutet, dass er nach diesem Fahrzeug weitermachen soll. Wenn ich Return False übergeben würde oder zurückgeben würde, würde er mit diesem Fahrzeug aufhören zu blitzen. Das heißt, er könnte in diesem Frame keine 2 Fahrzeuge blitzen. Genau. Sound und Visuals. Wir haben jetzt Fahrzeuge erkannt, wir ziehen Geld ab, aber der Spieler bekommt noch nichts davon mit. Das heißt, wir wollen als erstes diesen Flash, also dieses Licht einbauen, oder dieses Shape, das da aufblinkt. Das ist in dem Fall diese Flash-Node und eben Sounds. Wir erweitern unten wieder in der Spezialisierung unser Schema um genau diese 3 Elemente und können die dann hier auch auslesen. Ich habe jetzt diesen Code, diese paar Codezeilen damit self.isClient ummantelt, damit die eben wirklich nur auf Clients geladen werden. Zum Beispiel auf dem Dedicated Server brauchen wir keinen Sound, wir brauchen keine Visuals, deswegen macht es keinen Sinn, da unnötig Memory zu verschlampen, damit man man hört es nicht, man sieht es nicht, also können wir es auch gleich weglassen. Deswegen ist da dieser if-Check mit self-is-Client außenrum. Wichtig ist, wenn wir Sounds laden, wenn wir Grafiken laden, wenn wir irgendwas laden, müssen wir es am Schluss auch wieder löschen. Deswegen haben wir vorhin dieses On-Delete-Event registriert, damit wir eben in dem Fall, wenn das Fahrzeug gelöscht wird, diesen Sound wieder löschen, weil sonst würden wir einen Memory Leak produzieren und der Sound wäre ewig im Memory alloziert und wir können ihn nie wieder löschen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man, wenn man Sound lädt, mit dieser Load Sample from XML-Funktion, dass man diesen Sound auch wieder explizit löscht beim Löschen des Fahrzeugs. Um dann diesen Sound bzw. dieses Flashlight zu aktivieren, brauchen wir eben 2 Funktionen. Diese Flash-Node ist Shader animiert und wir möchten die über die Zeit einmal kurz einblenden, wieder ausblenden. Es geht am leichtesten mit einem Sinus, weil Sinus diese Kurve hat, das heißt, der fängt bei 0 an, durchläuft 1 und geht wieder auf 0 zurück, bevor er in den Minusbereich geht. Und das machen wir hier. Das heißt, wir berechnen uns, seit wann oder wie lang diese Flash-Animation laufen soll. In dem Fall ganz unten Zeile 6 im unteren Bereich. Das ist eben diese Funktion Activate Speed Trap, die wir vorhin aus dem Trigger oder aus dem Raycast Callback aktiviert haben. Die macht eben nichts anderes. Sie spielt als erstes den Ton ab, diesen Blitzerton und sagt dann, hey, in den nächsten 2 Sekunden spiel doch bitte die Blitzanimation ab. Und in dem On-Update schauen wir eben ab, denn diese Blitzer-Animationszeit, also Flash Time Remaining, größer 0 ist, dann wissen wir, okay, aktuell soll diese Animation abgespielt werden. Was wir dann eben machen, wir zählen die Zeit einfach runter um Delta T, das ist die aktuelle Frame Time, und können uns dann einen Blitzfaktor berechnen, den über Sinus blenden und dann dem Shader sagen, damit der Shader weiß, wie der Blitz gerade angezeigt werden soll. Das heißt, er wird erst
hell und dann wieder dunkel. Netzwerksynchronisation, Lieblingsthema aller Entwickler, ist bei diesem Speedtrap relativ einfach. Wir müssen unsere Activate Speedtrap Flash Funktion einfach erweitern. Das heißt, in der Funktion, in der wir den Sound abspielen und dieses Blitz Visual da einblenden, erweitern wir die Funktion um die Funktion Broadcast Event. Die macht nichts anderes, als am Server ein Event an jeden Client zu schicken und dem zu sagen, hey, da war gerade ein Blitz-Event. Wir müssen einen neuen Lua-File generieren, das ist dieses Speedtrap-Event.lua. Die laden wir in der Moddesk mit diesen Extra-Source-Files und dann bauen wir uns dieses Event auf. Also es ist eine ganz normale Klasse, die wird registriert über diese Klassenfunktion in Zeile 4 am Ende. Wir markieren dieses Event, damit unser Server-Client-Infrastruktur weiß, dieses Event ist existent. Das heißt, wenn du Daten vom Netzwerk bekommst, kannst du es auch in dieses Event umwandeln. Wir haben einen Konstruktor, einen leeren Konstruktor. Das heißt, wir haben hier, Zeile 3 ruft diese Broadcast-Event-Funktion auf, erstellt darin ein neues Objekt oder eine neue Instanz von diesem Speedtrap-Event und übergibt Self. Self ist in Lua eine Referenz auf sich selbst, das heißt in dem Fall das Fahrzeug selbst. Und das sieht man hier auch in Zeile 16, das ist der Konstruktor, da wird eben Vehicle übergeben. Das heißt, wenn das Event gefeuert wird, weiß das Event selbst, für welches Fahrzeug es zuständig ist. Um das Fahrzeug zu synchronisieren, schicken wir mit dem Event in dem Write- und Read-Stream in Zeile 26 und 32 das Fahrzeug mit. Das heißt, Zeile 26 bekommt einmal den Stream, das ist die Verbindung zu einem Client und die Fahrzeugreferenz. Die Funktion selber wandelt die Fahrzeugreferenz in einen Integer um, weil wir alle Fahrzeuge nach der Reihe durchnummerieren. Und Zeile 32 liest diesen Integer und versucht lokal das wieder in eine echte Referenz umzuwandeln, damit wir auch am Client wissen, okay, dieses Event ist genau für dieses Fahrzeug. Und diese Run-Funktion wird am Schluss ausgeführt, wenn alle Daten synchronisiert sind. Und die macht hier nichts anderes, als diese Activate Speed Trap Flash-Funktion aufzurufen. Da wir wissen, dass wir dieses Event immer nur vom Server zum Client schicken, sind wir uns auch sicher, dass diese Funktion auf jeden Fall nur am Client aufgerufen wird. Deswegen haben wir auch in Zeile 39 nochmal einen Check drin mit diesem Assert, der das nochmal explizit checkt, aber dieser Fall wird niemals eintreten, außer unser Netzwerkcode ist komplett kaputt.